Morgen. Was geht ab? Bald auch. Guten Morgen. Oh, Was geht ab, Mann? Was geht ab, Mann? Wie geht's dir? Alles gut? Ja, Welcome ist to gut. Italy. Unser Fotograf ist am Start. Alle Bilder, die ihr jetzt in Zukunft seht, wisst ihr Bescheid. Unter anderem auch die von den Kollektionen und so. Ramiro ist der Man. Was hat das eigentlich für einen geilen Vibe? Hinten mit der Sonne, der Italiener, der dran sitzt, seinen doppelten Espresso sippt. Ab ins Studio. Schatz, wo ist fotografiert? So, ja. Simon am Laden wieder. Thank Thank you. Genau. Ciao. Nee, der will noch was machen. Da kommt unser Baby. Ich am besten nach vorne, oder? Wie du willst. Hast du genug Platz gestern? Ich habe genug Platz. Da es das letzte Training ist für heute, beziehungsweise bevor ich auf der Bühne stehe, ist es jetzt kein Stress, da eine halbe Stunde hinzufahren, denn das ist ein cooles Studio von, also ich habe von zwei, beziehungsweise von drei Leuten davon gehört. Zum einen natürlich von Stefan, weil der mit dem cool ist, zum anderen von Robin, liebe Grüße, der Mann für die Geräte bei mir im Studio. Der mich auch darauf verwiesen hat und auch verwiesen hat auf die Ruhe, denn der Alessandro, dem das gehört, der ist ein Bodybuilding-Enthusiast und Liebhaber und der hat mir dann auch gleich mega korrekt geschrieben, hat mir einen Barber für heute Abend geklärt, also wenn der Schnitt heute Abend scheiße ist, dann wisst ihr, wem ihr auf die Mütze geben müsst. Nee, aber hat halt wirklich geile Maschinen dort stehen und vor allem haben wir unsere Ruhe. Wir haben jetzt dann den Slot bekommen, dass nur wir dort sein können und dann hat er schon fast Heim-Feeling. Wir können dann einfach da in Ruhe drehen, trainieren, posen auch. Hier sind wir. Schön in einem italienischen Hinterhof. Okay, nice to meet you. Ciao. It's nice to meet you. All good, bro? I'm good. Good and to you? see you, man. Yeah, you will feel like it all. Yeah, nice. Yeah. You will see now. Perfect. Nice to meet you, Alessandro. Robbie's best friend. Yeah, right. Nice to meet you, Alessandro. My name is Ramiro. Okay, Nice to meet Alessandro. you. Yeah. Fucking insane. Unfortunately, the main issue for me is that it's like 6 months that I'm trying to find a bigger building, but I don't. If you need some place for the machines, just send them over. I already got two from you, right? Yeah, too. I love it, eh? Fuck, it's just an upper body pump session, so I need to come back. Stefan, and tell Stefan, no. 2 hours. Da geht einem richtig das Herz auf, sag ich euch. Scheiße, Alter. So ein Geräteliebhaber wie mir. Das Zeug hier, Alter. Geil. Wir können leider nicht allzu viel machen, aber wir werden unseren Spaß haben. It's all for you because they are all coming later, Yeah, so good. that's perfect. Yeah. We keep it quiet. We're just here for 45 minutes. Hopefully. You can also put your music if you want. I know you listen to Yeah. hardcore music. I think today we prefer like Oh yeah, no music, so you can record. not only with that, but when I hype myself up, I go too hard, you know. And Oh, okay. now we just do like pump Yeah, stuff, light. you know, light work. We've been listening to classic music lately. Classic music, yeah, that's a good solution. Yesterday we listened to some Italian music on the way from the airport to here. So, das mache ich gleich. Schultern mobilisieren. Fuß ausrollen. Das ist auch das, was ich vor der Bühne mache. Deswegen, das bleibt in der Routine.
Servus. Servus. Zeit zum drüber gucken. Ja, ich muss nur noch Haare schneiden, aber das sollte dann schnell gehen. Jetzt ja? Und Facefront. Ja gut, Lat Spread. Ist gut, dass Essen kommt. Echt? Findest du flach? Ja, schon sehr. Schultern und so sind sehr flach, Brust ist sehr flach. Mhm. Schultern vor allem. Schau mal. Ja, stimmt. Ich merke es bei der Chest jetzt auch, wenn ich hier reingehe, die ist schon sehr flach. Auf alle Fälle, also es ist total, also es ist gut, dass jetzt Essen kommt. Also. Ja. Und wir fangen auch so an wie geplant und schauen dann weiter. Okay, aber jetzt zieht sie auch richtig zusammen. Ich glaube, wenn wir jetzt durchpumpen, dann kommt es schon. 2 Rücken, 2 Brust. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht zu lang. Nach 40 Minuten verlässt du dieses Etablissement. Ja, auch wenn es mir schwerfällt, aber after 45 minutes latest, I need to be out of here. Say hello to Stefan. Say hello to him by yourself. Stefan, see you soon. He looks way bigger, way bigger. And the conditioning, yeah, you both were right when you said, oh, he's way heavier and the conditioning is there, his stage weight. Yeah, fuck. Bis später. See you, Baba. Ja. Yeah, when you said honestly, oh, I'm ready to step on stage, I was like, fuck, he's way heavier. I don't think it's possible. But yeah, the conditioning is Thank you, there. brother. Yeah. Yeah, a bit flat, so we need to fill it up, but You didn't start to... no, we do now a depletion workout, and then we start with some carbs. But hey, in this place, I would like, maybe when she kicks me out of my place at home, I'm gonna stay here for a week. Just sleep upstairs. yeah. No, sleep on the H squad, Yeah. the tall piece. Oh, bro, thank you so much. So, hier gehe ich auch eher, es ist fast wie so ein Posing für mich. Also ich gehe hier von Übung zu Übung und wo ich eigentlich versuche immer sonst diese Lengthened, also diese gedehnte Position zu überladen, versuche ich jetzt hier viel mehr auf Kontraktion zu gehen, den Muskel anzuspannen, richtig ja, wie leer machen sozusagen, in die Pose reingehen, anspannen und ja, die Pausenzeiten gering zu halten. Und einfach ja, aus den Muskeln nochmal die sozusagen bereit machen, dass gleich, wenn die Kohlenhydrate kommen, das Ganze schön aufsaugt. Hey, buongiorno. Buongiorno. How's it The going? big man. All good, bro? He speaks Italian now. Lele, you train here always? I'm living 4 minutes from here. Lucky man, lucky man. Fuck, you have your own gym. You are much more lucky than me. Oh, yeah. Yes, they give me the keys. Iniziamo adesso, ci butti in giro da questo tieni la mano e fare le mani. Ha detto volevo fare una cosa carina, sono andato a fare mi sa che ho messo la benzina sbagliata. No! Però devi fare, c'era scritto
Boah, lang bis 2. Das musst du ja nur abgewöhnen. Also. How much your weight now? 118. So you are something like 16 kilos more than your limit weight in class. The money? L'hai visto il primo? Però lui ha più separazione sul culo. So it will be like 120 on stage, something Yeah, like I that, think so. probably. Ja. But I think in 1 or 2 years maybe of work can grow really a lot. Ja. Because this time you can do also the off season without thinking about the weight. Alter. Ja. True, can push much more. Yeah, 100%. I was already on 300. It's not too easy when the weight is high. And it's better now because there is one more place at the Olympia without him. One more place free. And now that they changed also the rules, so Ja. the side legs, it's incredible. Now you can see he has now all the blood up, and now it's a little bit flat. I can see. Flat, ja. But fuck, the quality is incredible. I'm always afraid about maybe 2 or 3 kilos more, and I'm not in these conditions on the stage for sure. But in this way, I have to be really fucking difficult because you have to lose just muscle. Ja. This is the problem. Das fucked up. But also for you, for your mind, it sucks. Hell yeah. It sucked a lot the past 3 years. But when you win, when you want to win, Yeah, because you are always close to the win just for yeah, that. you just think about that, you know. It's about, come on. Maybe I can win this year, maybe I can win this year, and then... Yes, but with the mindset it's difficult because you can't improve, you just need to go worse than before. You just have to lose muscle, and I think it's not bodybuilding anymore. It's like, You get it. It's very good. Ja. Die Italiener reden gern. Das ist wie so ein Plattenspieler im Hintergrund, der redet durchgehend. Brauchst du keine Musik? Ja, ich mach gleich noch einen Supersatz. Hintere Schulter, seitliche Schulter und dann Trizep, Bizep.
Dann soll es gut gewesen sein. Deine Augen sind fast rausgefallen eben. Sehr gut, das wollen wir doch. Dann setze ich mich da in den Raum und dann gibt es das erste Carb Meal. Das ist auch immer ein geiler Moment. Wobei diesmal war es gar nicht so klar. Vielleicht gewöhnt man sich auch an das Hungern irgendwie mit den Jahren, aber es war definitiv nicht so zerstörerisch wie sich da in die Classic reinzudrücken und so. Und viel mehr, man ist viel mehr nach dem Look gegangen und das freut mich sehr. Macht Spaß. Guys, what does ragazzi mean? Boy. Boys. Boy. Guys. I know 3 and 4 languages. I understand also French, but German, my God, I don't know anything. Just Scheiße. It's just Scheiße, ja. Bye, guys. Ciao. Gute Maschine. Ja. Somit die letzte Übung auch. Halt. Den Satz Waden werde ich mir auch noch geben, wenn ich hier schon mal eine Wadenmaschine habe. Und dann war's das. That's it. Hä? So. You like this one? This one's very good. Ja. Dann Last Pump before the Italy Pro wäre erledigt. Richtig geiles Studio, richtig korrekter Typ und ja, richtig gute Session. Ich muss sagen, nach der gestrigen Tortur und einem sehr kraftraubenden Tag, ich heute Morgen erwacht und war energetisch wieder
gut am Start. Ist, glaube ich, dann auch immer die Vorfreude, die bei mir so dann reinkickt, weil es jetzt halt wirklich so gut wie erledigt ist. Aber die Hände waschen, ganz wichtig. Ich nehme dann 1, 2 Supplements, die ich euch gleich zeige. Und dann wird gefressen. Wie der Markus vor der Night of Champions. 400 Gramm Oatmeal, 5 Einheiten Insulin und Smarties 2-mal am Tag. Das machen wir nicht. Aha. So. Let him cook. Let him cook now. Das ist wie mein Office hier. Und zwar gibt es jetzt erstmal direkt als erstes Glutamin und Kreatin. Wir haben hier die Sticks dabei. Die sind ganz praktisch. Ich mache da jetzt gar nicht viel rum. Ihr könnt jetzt auch ein Daily trinken, aber in erster Linie Glutamin hilft bei der Kohlenhydrataufnahme und bei der Verdauung. Und da das jetzt gerade am wichtigsten ist und Kreatin sowieso auch ein bisschen Fülle gibt es das auf jeden Fall hier jetzt noch mit dem restlichen Wasser. Damit habe ich heute dann auf jeden Fall 2 Liter schon drin von 6. Ihr könnt das Ganze auf jeden Fall den besten Rabatten auf ESN bestellen. Mit dem Code Polacco sparen und Reisen wie diese unterstützen. Ansonsten gibt es auch den Reispudding bei ESN. Und so haben wir den Körper optimal vorbereitet, dass die Kohlenhydrate jetzt reinkommen. Wie gesagt, Glutamin verbessert die Aufnahme der Kohlenhydrate, wirkt der Verdauung positiv entgegen. Das Workout heute hat dazu gedient, dass jetzt der Muskel richtig durstig ist und richtig saugen will. Jetzt kommen wir zum Einsatz des Honigbeeren. Warum Honig? Weil es, ja, wie Zucker auch, eine sehr schnell verfügbare Kohlenhydratquelle ist und die direkt reingeht. Dazu gibt es eine Fruchtkomponente, eine Banane und natürlich einen ordentlichen Bio-Zimtteppich. Ich mache das immer mit der 3-fachen Menge Wasser, dass wir auch nicht zu viel Nahrungsvolumen am Start haben und das Ganze auch gut verdaut wird. Ich sag mal so, auf die Italy Pro, auf euch und auf platte Muskeln. Und auf Alice. Du musst sagen, hi, ich bin Alice und ich bin auch dabei. Hi, ich bin Alice und ich bin auch dabei. Wenn du das reinschneidest, dann... Ja, das kommt rein. Nee, ich kann nicht. Ich habe übelstes Trauma davon. Alice, da kickt wieder die Sauberkeit. Ja, aber man lässt sie hinterlässt. Ja, ich finde das gut. Ich finde das gut. Das gehört jetzt nicht. Ich habe nichts gesagt. Das gehört sich so nicht. Kann man denn schon was verraten zum Plan heute, wie viel du laden wirst? Das geht ab heute los, richtig? Genau, also angedacht sind mal 800 oder 900 Gramm Kohlenhydrate. 7 Mahlzeiten, glaube ich, oder 8, ich weiß nicht, muss genau gucken. Aber spätestens, wenn der Trainer, a.k.a. Mr. Kienzel, a.k.a. der Kaiser von Wien, zu uns zur Tür reinschreitet, werden wir genauere Anpassungen machen. Aber ich glaube, der Tag heute bleibt so, wie er ist. Und dann guckt man von Tag zu Tag. Also laut den Italienern, denen sind ja die Augäpfel rausgeplatzt vorher, was die Form angeht. Und jetzt müssen wir halt gucken. Ich habe ja im letzten Video gesagt, wir müssen so ein bisschen Rezept, nicht nur für den Reispudding, sondern auch für meinen Körper finden. Ob wir mich jetzt am Sonntag voller hinstellen, mit ein bisschen weniger Condition oder mehr Condition und weniger Fülle, das muss man jetzt halt eben rausfinden. Dafür haben wir die Wettkämpfe, dafür haben wir den Schritt in die Open gemacht und dafür brenne ich jetzt auch. Ich bedanke mich auch bei euch für das positive Feedback, was meine Positivität angeht. Das kann ich auch wirklich nur so bestätigen. Mir geht es so gut wie nie. Ich habe extrem Freude und mich freut es immer, wenn das auch übers Video transportiert wird und euch auch auffällt. In diesem Sinne, ab nach Hause. Ah! Willkommen in Mailand. Hallo. Der Taxifahrer war crazy. Ich bin froh, dass ich noch lebe. Du, in Italien fahren hier wie geisteskrank. Nee, das war jenseits von allem, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich habe viel erlebt. Was hat er gemacht? Leute angeschrien, angehupt, angefahren. Dann ist über jede Sperrfläche drüber.
Der Typ war komplett Endlevel. Er war echt ordentlich. Kam der mit diesem hervorragenden Lift? Ein hervorragendes, wahrscheinlich nicht ordnungsgemäß gewartetes italienisches ohne TÜV. Tada! Tada! Und ein Fernseher, das ist das Essentiellste für Kinzelsteffen. Damit du einschlafen kannst. Damit ich einschlafen kann. Das habe ich mir gemerkt. Schau, ein Lolli. Oder auf Österreichisch Lutscher. Man nicht gehört? Doch. Ja, stimmt, ja. Ja, ein bisschen gewandt. Die Ladegeräte. Ja, das ist schön. Haben die Menschen hier andere Steckdosen als wir? War mir schlecht, Alter. Der war ja komplett verrückt, dieser Irre. Der Fisch hat das wieder verbockt. Du Fisch, ich fahre da oben jetzt wieder hoch, die Kacke, ne? Lass mich raten. Ne? Hä? Wo ist Sergio? Ja, der fährt zu Alessandro jetzt dann und wir Der auch. Fisch ist genau 40 Minuten auch weg von hier. Alessandro ist auch 40 Minuten weg. Alter, wie scheiße ist das? Und da müssen wir jetzt hin. Ja, müssen wir. Jetzt. Naja, jetzt dann. Was ist mit dem kleinen Ursi? Wie lange schläft der kleine Ursi? So tief geschlafen? Du bist ja durchgeschwitzt. Alter, ich habe mein Leben da. Das war der schlimmste Taxifahrer meines Lebens. Ja. Ja, der Typ war irre. Der hat es drauf angesetzt gehabt. Ist frisch rasiert. Ja, schau, was ich alles Ja. tue für einen Bären. Sehr geil. Da bin ich halt auch noch dran. Nee, aber ich habe echt fett gepennt. Also, bevor ich dir geschrieben habe, guten Flug. Gegessen, habe mich hingelegt, 1,5 Stunden. War echt geil. Also, ich gehe mal einen Posing-Schlüpper. Probieren wir nur einmal. Zieh wirklich aktiv einmal beide Schultern nach unten. Zieh es echt so, dass du richtig denkst, okay, mach jetzt, Ja. ich zieh den Ding, das nach unten. Ja. Also Druck auf den Latt. Genau, aber schau, dass trotzdem die Brust locker bleibt. Ja, genau. Und Festfront. Und Most Muscular. Pass bei der Side-Chest auf, dass der Ellbogen nicht zu weit vom Körper Ja. weg ist. Du verlierst Dichte. Das heißt, schau wirklich, dass du und verwend dein Lattersdruck. Drück den schon hier. Das ist so. Da kannst du aber ruhig mehr quetschen. Und dahin Du nicht. kannst ruhig ein bisschen Nein, mehr nicht. quetschen. Da wird er dünner. Sag einmal. Das habe ich 1000-mal probiert. Das Loch darf halt nicht zu groß sein, gell? Hier oder Da, bei dem Ohren. da? Echt? Weil so, weißt du, wenn du da herunten bist, ist der Bizeps halt sehr lang und es kommt kein Peak, wenn du zu war weit aber nicht. herunten bist. Das heißt, du musst schon ein bisschen mehr Das haben zumachen. wir ja gesagt. Ja, bis dass wir wirklich eine Kugel haben, gell? Ja. Mach Frontlatzbrett noch einmal. Echt, das schaut so geil aus. Fokussiere dich bei der Pose wirklich volle Hütte am Latt, dass du jeden Millimeter jeden Millimeter mobilisieren. Weil das schaut sick aus. Okay. Jeden verfickten Millimeter. Weil das kommt von unten dann so brachial raus. Aber mit dem- Weißt, das ist Okay. das ist Endlevel, das ist deine Pose. Aber gib wirklich, denk im Kopf, nur bitte Latte ausschieben, Okay. volle Hütte. Ja, genau. Mach einmal. Muss weiter weg sein immer. Da auch richtig runterziehen, die Schultern, gell? Ja, richtig runter. Jetzt sind sie, schau mal, jetzt sind sie in der perfekten Lage. Du musst sie richtig, du musst für die auf Anschlag oben den Dreck. Mach gleich noch einmal. Auf Anschlag runter, ja genau. Viel, viel besser. Schaut viel wuchtiger aus, weil einfach du magst das erstens, was der Lat macht und wir kommen von dieser Ohrensituation weg, Ja. die streckt und schmal macht. Ziehst du das runter, gehst du automatisch auseinander. Ja. Das ist so geil. Du musst einfach oben die Scheiße. Was Stefan gerade sagt, ist vielleicht für euch auch interessant. Das sind so kleine Cues, die ich im Kopf speichere und ich weiß jetzt direkt, Front Double, das Gefühl muss es sein. Dann sitzt da immer so ein kleiner Stefan auf meiner Schulter und sagt, drück's runter, mach das und dann widerspiegelt das Gefühl wieder.
Bei der seitlichen Brust weiß ich, nicht zu viel Winkel im Arm, sondern mehr anbeugen, reindrehen und den Beuger am Start haben. Hinten. Beuger war heute endlich. So gut hast du deine Beuger noch nie. Also von der Seite meine ich. Ja. Hinten weiß ich, dass ich die Knie ein bisschen vorschieben muss. Also lauter so Sachen, wo am Ende easy aussehen auf der Bühne, die gehe ich mit Stefan durch und das hilft dann schon extrem. Jetzt gerade in der neuen Klasse, wo wir neue Posen haben, aber die spielen uns eher in die Tasche, würde ich sagen. Manchmal ist der Die zu hoch. Okay. Und wenn der Die zu hoch ist, dünnst du aus. Ja. Du musst schauen, dass du das wirklich auf Level hast. Wenn du die Pose machst und schau mich von der Seite an, passiert immer leicht das. Wenn ich mich von vorne sehe, schmal. Du musst den Druck aufbauen, indem dass die Brust herausgeht. Wir brauchen jeden Zentimeter da oben. Wir brauchen jeden Zentimeter. Jedes Mal, wenn du nach vorne kippst, ist Schlüsselbeinbreite weg. Du musst den Druck, ich weiß, es ist viel leichter so Druck aufbauen, aber du musst es schaffen, den Druck aufzubauen, indem du offen bleibst. Sobald die Schultern nach vorne gehen, verlierst du irrsinnig viel Breite. Ja, die brauche ich. Und die brauchst du wie ein bisschen Brot. Wie hat Philipp Hives die gemacht eigentlich? Auch offen komplett. So Der ist komplett auf, also der hat die Krabbe gemacht, aber der hat sich immer breit gezogen. Ja. Zum Beispiel, es gibt ja viele, die dann anfangen zu kritisieren, du hast keine Streifen in der Brust, wenn du ein Most Muscular machst. Für manche, wie es die Geschichte auch sagt, ist es halt wichtig, dass du offen bleibst und nicht zusammen kontrahierst. Du kannst dir dann vielleicht noch nachschießen, indem dass du vorne gehst, aber die Standpose muss die Symmetrie zeigen. Ja? Oh, ist eh alles da. Ja, wenn richtig Druck drin ist, dann nicht. Ja? Aber da musst du echt schauen. Schultern runter und halt frei bleiben. Wie war es seit Try? Super. Ich habe so viel gezahlt, ja. Ja, das heißt noch gar nichts. Aber was ist denn? Dreistellig gezahlt. Ist das, was du mir gestern erzählt hast? Ich habe endlich einen Labubu, Du kennst keinen Alter. Labubu? Das fragt natürlich. Also Alicia hat es mir gestern erklärt. Ich wusste nicht, was es ist. Ja, ja, aber da in Österreich ist jetzt die Finanzpolizei aktiv, weil am Stephansplatz die Labubus verkauft haben, die keine Labubus, sondern Lafubus waren. Und die haben die Urstrafe kassiert. Joa. Es ist jetzt wirklich ein echtes. Wirklich. Ja, ich gehe da auch nochmal wahrscheinlich hin, weil Was kostet das? weil einer hatte sogar einen Gucci-Anzug an. Ja, aber was kostet's? Ich rede darüber jetzt nicht öffentlich. 200, 300? 4? Ich glaube, ich kaufe Helena einen. Ja, die sind voll geil. Die mit dem Gucci-Anzug. Ey, die sind so geil, diese Labubus. Ich hoffe nur, es ist original, Alter. Hat das auch irgendeinen Zweck oder? Nee, das ist der neueste So Gag. geil, dass es welche gibt, die stehen. Ich auch nicht. Das sind Sitzendes, es gibt jetzt auch Stehende. Aha. Aber man braucht den zum Aufhängen. Den muss auf dem Beitel hängen. Nein. Guten Appetit. Stefan, du bist doch ein Mann von Welt. Das kommt jetzt. Der ist jetzt kein Spaß. Stefan weiß wirklich viel. Ja, ohne Scheiß. Also der hat so viel Allgemeinwissen. Das ist. Ja. Gestern ist hier eine wilde Diskussion darüber entfacht, was ein Bidet ist und wofür Ein das gut Bidet? ist. Ja, kannst du Den dazu Popo was sagen? auszuwaschen. Echt? Also Wie willst du das das? ist die europäische Variante Aber wie? von diesen asiatischen tollen Teilen, die das Die sind ja voll geil, weil da bleibst du auf dem gleichen Ding sitzen. Da Gehe ich jetzt im Deep Squat, da. Na, da gehst du, das ist immer daneben. Gehst im Deep Squat rüber, Wasser und dann kannst du ist ja so. voll unschillig. Aber ich meine, man könnte auch nicht nur Kacke, sondern Menstruationsblutungen und solche Sachen. Also alles, was die Hygiene bedarf. Alter, mich sehe ich schon schlecht in dem Kopf. Schlecht, das ist ein ganz normaler weiblicher Prozess. Pass mal du hier lieber auf, dass dein Lachs Ja, ist. Aber da eigentlich hat man vor 15 oder 20 Jahren aufgehört, das zu bauen. Meine Eltern haben sowas noch und nie wer verwendet. Ich habe 4 so ab und zu drin gewaschen. Füße. Ja? Urs hat es für was anderes benutzt. Was hat er gewaschen? Nichts gewaschen. Eingelassen. Ein Bad? So ähnlich. So dunkler. Ah. Ich glaube, ich habe mal eine gespieben
und habe dann festgestellt, dass es ein normaler Abfluss ist. Und vom Rassisch, Ja, stimmt. da muss das raus und so nachdrucken, es funktioniert nicht wirklich. Also ich werde im Leben meinen Arsch darauf nicht putzen können. Also vielleicht in 20 Jahren nach Bodybuilding. Aber es hat jeder Raum hier eins, glaube ich. Du musst sie noch anmalen. Ja, nach dem Friseur. Ja. Ja, scheiß dich nicht an. Ja, aber der wird dann schlafen. Was? Meine Schlafdienstzeiten, das will ich hier vorab in der WG schon mal sagen, sind Punkt 21 Uhr. Das Auto holen. Davon werde ich auch nicht abweichen. Deswegen habe ich mir auch das Zimmer ganz hinten geholt, um möglichst die Lautstärke ein bisschen zu dämmen. Willst du Auto fahren? Nee. Schatzi. I love you. I love you. Passt auf dich auf. Ja, schwer. Danke, du mich auch. Mach doch du. Weißt du, so viel Kritik, wie ich immer online bekomme, wie ich mit meiner besseren Hälfte umgehe, dann sage ich noch beim Rausgehen I love you. Da kommt einfach nichts. Und nichts mehr. Alter, ich habe mir Spider-Man angeguckt. Aha. Die neuen. Also nicht die ganz, ganz neuen Zeichentrick-Dinger, sondern so die halbneuen. Die kamen irgendwann 2017 oder so raus. Homecoming heißt der eine, glaube ich. Ich muss sagen, es war okay, aber ich habe gemerkt, so verdammt, Alter, ich bin alt, als ich mit dem Original Peter Parker groß geworden bin. Und ich will gar nicht der hatende, ältere Typ sein, der jetzt allen 20-Jährigen, die damit aufgewachsen sind, so die Tour vermasseln will, aber irgendwie hatte das schon was Krasses, als er so von der Spinne gebissen wurde. Das war noch so realistischer, nicht zu ultra abgefuckt und crazy. Aber schreibt gerne mal eure Top 3. Okay, ich brauche das jetzt unbedingt. Ich brauche Top 3 Netflix-Empfehlungen, Serien, Film und Doku. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ey, ich zähle auf euch, Alter. Und für Amazon Prime. Aber das ist nur Bonus. Also Netflix, Serien, Filme und Dokus Top 3, weil ich bin sowas von mit meinem Latein am Ende, mit meinen Vorschlägen. Dementsprechend brauche ich ein bisschen frischen Wind. Jetzt gibt es auf jeden Fall die nächste Mahlzeit. Es war nochmal Reispudding. Das ist immer so ein Wechsel, Reispudding, Reispudding. Abends aber noch das letzte Mal die Buchweizenflocken. Extra aus Deutschland mit importiert. Vom Allnatura, Mann. Allnatura, Alter. So sieht's aus. Um 2 in der Nacht hat das Telefon geklingelt. Ja? Der Alessandro hat nicht abgekommen, aber am nächsten Tag in der Früh. Quentin hat statt Benzin Diesel getankt. In dem Maserati. Ach du Scheiße. Das Ding ist, muss seinen Tank komplett auspumpen. Ja, alles abschleppen müssen und. Er ist voll durch. Hat er es dann gemerkt, bevor der Motor geschattet wurde? Das weiß ich noch nicht. Alessandro auch noch nicht, weil er keine Zeit hatte, es zu holen. Und das war ihm auch egal. Naja. Aber der Geruch lässt erkennen, hier passiert was Bekanntes. Es riecht fruchtig, finde ich, oder? Ja. Es riecht diesmal anders. Warte, stell dich am besten da hin, oder? Vielleicht von der Frontseite. Ja, dann kann ich auch dein gutes Stück filmen. Ja, haben wir jetzt nicht schon genug Material. Stefan wird zwar gern angemalt sehen. Na, wir haben einen Hautstrukturtest versucht. Wisst ihr, das sind die Momente, die ich liebe, auch am Wettkampf Bodybuilding. Jetzt mal beide die Schnauze halten. Auch nur eine Minute. Das geht nicht. Genau das liebe ich aber mit den zwei, beziehungsweise mit Markus, auch noch hinter der Cam. Sind es immer genau die Momente, die ich im letzten Video angesprochen habe. Und ja, es macht einfach Spaß, genau das will man nicht vermissen. Was ich aber auch nicht vermisst habe, ist das Auftragen der Farbe. Denn die ist scheiße kalt, sieht immer so nach Sonnenschein und nach Sonne aus. Aber wir haben auf jeden Fall eine neue Farbstrategie, die wir auch anwenden. Und Alice, kalt. Stellst du die eigentlich absichtlich nachts in den Kühlschrank, um es mir reinzubringen? Ich weiß nicht, was du dich gerade anstellst. Okay. Ich habe für 16 Wochen Diät und dann ist die Farbe zu kalt. Oh, dein Arm ist zu schwer. Kommt jetzt gleich. Wir haben diesmal eine andere Farbe und gehen auch schon früher an die Sache ran. Das heißt, wir haben Donnerstagabend. Wir machen jetzt immer so Overnight Codes. Das zieht dann ein. Und dann am finalen Tag, sprich am Sonntagabend ist die Show. Ihr könnt auch alle mal Insta abchecken. Aesthetic Atelier Shop, da gibt es, was die Show angeht, auch die ganzen Infos. Ich begrüße an unsere Gia, die Mitarbeiterin von uns, die da auf jeden Fall die Grafiken immer zurecht
legt und euch mit Infos up to date hält, könnt ihr vorbeischauen, das Ganze abchecken. Und genau, das recht spät losgeht am Sonntag. Alter. Ja, ich stelle mich nicht so an. Ich glaube selber tennen. Ich stelle mich nicht so an. Ich glaube, dass der Alkohol, der drinnen ist, der ist so kalt werden lässt. Ja, super kalt. Ja, tragen wir die letzte Schicht Farbe am Sonntag dann so um 3 oder so auf. Also kurz bevor es dann losgeht. Und ja, das auf jeden Fall zum Farbschema. Das heißt morgen dann Rinse and Repeat. Also vielleicht morgens ein bisschen abduschen und dann nochmal abends drauf. Und dann wird das hoffentlich gut aussehen. So, aber wir stellen fest, du wurdest noch nicht frisch frisiert. Da wollte noch ein Friseur kommen. Liebe Grüße an den italienischen Friseur, der 3 Minuten nach dem Beginn des Termins geschrieben hat: Ey Mann, es ist zu viel los im Laden. Ich könnte es, wenn dann erst so gegen 9:30 schaffen, was dann italienisches 11:30 Uhr wäre. Aber kann man nichts machen. Einen Friseur findet man an jeder Ecke und das ist dann auch die Tagesmission für morgen. Dann schauen wir mal. Also wenn ich Alessia so beobachte, habe ich das Gefühl, sie könnte vielleicht auch eine gute Frisur schneiden. Ja. Als Multitalent. Sehe ich gerade echt so aus? Nee, ne? Ich weiß.